Hoffnung ist wie Löwenzahn. Sie kann überall wachsen, auch wenn die Lücke noch so klein ist. In diesem Sinne möchte ich heute diesen Tag gestalten und auf kleinstem Raum diese Szene erschaffen. Ein bisschen digitales Papier, ein paar alte getrocknete Teebeutel, ein paar Die-Cuts und ein paar Kleinigkeiten, die offensichtlich niemand mehr braucht. Wenn du Lust hast, mach's dir gemütlich und schau mir über die Schulter. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du dir selber so einen Tag gestalten kannst. Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Junk Journal Art. Heute möchte ich auf ganz kleinem Platz eine relativ komplexe Szene gestalten. Mit kleinem Platz meine ich diesen Tag, den ihr hier auf meinem Tisch seht. Und als Basis dafür habe ich mir einen Teil einer Seite von meinem neuen digitalen Papier genommen. Dieses neue digitale Papierset heißt The Day After Valentine, also der Tag nach Valentinstag. Dieses Papier ist eine Kombination aus Fotos von Müll, und wenn ich sage Müll, dann meine ich auch Müll, und ein paar, wie ich finde, wunderschönen Vintage-Buchseiten. Daraus habe ich Pflanzen und Tiere genommen und sie mit diesen Müllfotos kombiniert, sodass dieses Papier entstanden ist. Als erstes Mal habe ich mir für den Hintergrund diese blauen Blumen ausgesucht, die auf einer Plastiktüte liegen. Wenn man das genau anschaut, dann kann man das ein bisschen besser erkennen. Ich hoffe, dass man das hier im Kamerabild aussieht. Wenn man die Seite im Ganzen sieht, dann kann man das vielleicht etwas besser erkennen als hier. Aber der Hintergrund ist im Prinzip eine Plastikmülltüte, die verregnet, verdreckt auf der Straße gelegen ist und die ich dann fotografiert habe, um sie dann hier in dieses digitale Papier einzubinden. Und ich möchte jetzt auch für die weiteren Materialien, die ich hier benutze, diesen Kontrast beibehalten. Also Müll mit schönen Sachen, mit neuen Sachen, mit schönen Dingen wie diesen Blumen oder so einem edlen Tier wie dieser Eule. Das hier ist ein getrockneter Teebeutel. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, keine Angst. Daran ist nichts irgendwie eklig oder Müll oder so. Wenn ihr einen Teebeutel habt, den ihr eben zum Tee zubereiten benutzt habt, dann könnt ihr den ganz einfach trocknen, den Tee dann später entfernen und dann könnt ihr das wunderbar als Collagematerial benutzen, so wie ich das jetzt hier mache. Ich versuche jetzt, weil ich relativ viel von dem Hintergrund überklebe, diese Mülltütenoptik, die ursprünglich auf dem Papier war, mit dem Teebeutel zu imitieren. Und deswegen habe ich versucht, diesen Teebeutel möglichst abgerotzt und ja, dreckig aussehend auf diesen Tag zu kleben. Wenn ihr das nachmachen möchtet, achtet bitte darauf, dass ihr in den Bereich, wo die Eule später sein soll, nicht zu viele Wellen in den Teebeutel hineinbringt beim Aufkleben. Denn das wird später ganz steif und da lässt sich unter Umständen diese Eule nicht mehr so gut aufkleben, weil sie einfach nicht mehr flach aufliegen kann. Als nächstes, um diese ganze Sache noch etwas abgeranzter aussehen zu lassen, habe ich mir hier weißes Gesso genommen und das mit meinem Finger auf diese Huckel und diese Struktur von dem Teebeutel aufgetragen. Ich habe nur ganz, ganz leicht mit meinem Finger über diese Struktur gestrichen, damit ja, die Struktur eben mehr herauskommt, oder? Also das darf man da nicht so einmassieren, denn dann sieht hinterher alles weiß und gleich aus. Aber ich wollte, dass etwas von dem Teebeutel noch durchkommt und einfach mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Tiefe entsteht auch durch eben diese verschiedenen Schichten. Dann habe ich mir hier diese Distress Oxide genommen und möchte jetzt versuchen, eine Kontrastfarbe zu diesem dunklen Blau von den Blumen hinzukriegen. Und diese Farbe schaut erstmal auf der Verpackung sehr gelb aus und ich habe mir gedacht, okay, versuchen wir das mal irgendwie da drauf zu kriegen. Dafür habe ich das einfach mit dem Stempelkissen direkt auf einen Acrylblock aufgetragen. Wundert euch nicht, dass der hier so schwarz ist. Das ist einfach nur übrig gebliebene Tinte, die wird sich nicht mit ablösen. Das ist permanente Tinte, die ist da einfach im Laufe der Zeit hingekommen. Und jetzt habe ich das hier etwas anders gemacht. Anstatt Wasser drauf zu sprühen, habe ich das mit meinen Fingern dort so drauf gesprenkelt und dann den Acrylblock ein bisschen hin und her bewegt. Und ihr habt gerade gesehen, dann verändert sich die Farbe schon so ein bisschen. Diese Distress Oxide Tinte trocknet ja sehr unberechenbar und mit sehr interessanten Farbkombinationen und ja, wie soll ich sagen, wenn ihr das einmal benutzt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und das habe ich jetzt einfach vorsichtig versucht, auf diese Struktur aufzubringen.
Ich habe aber hier schon gemerkt, dass das sehr hell wird. Das liegt vermutlich daran, dass das Gesso darunter ja weiß ist. Und da ist mir jetzt dieses Gelb, ja, wie soll ich sagen, zwar schön gelb, aber es war mir nicht kräftig genug. Und weil mir das nicht kräftig genug war, habe ich mir gedacht, okay, was kann ich jetzt machen? Jetzt habe ich das erstmal geföhnt. Dadurch verändert sich diese Distress Ink ja auch nochmal ein bisschen. Es war aber immer noch zu hell. Und dann habe ich mir gedacht, holst du mal deine Wasserfarben hier raus. Und jetzt habe ich mir 2 Gelbtöne, beziehungsweise das zweite wird so ein bisschen so ein bräunlicher Gelbton sein, ausgesucht. Und versuche jetzt diesen Kontrast einfach noch ein bisschen zu intensivieren, indem ich nochmal über dieses Getrocknete drüber gehe und ich versuche jetzt hier als erstes mal das so ein bisschen fließen zu lassen. Das hat aber nicht so gut funktioniert, weil die Farbe, ja, wenn sie sehr intensiv ist, hat sie natürlich wenig Wasser und dann läuft die nicht so gut. Aber dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es gar nicht so schlecht ist, weil ich das jetzt hier ein bisschen besser kontrollieren kann. Und ich wollte natürlich nicht zu viel Wasser hinzugeben, dass dieses ursprüngliche Gelb von der Distress Oxide Tinte, dass das nicht zu sehr verschwimmt. Also ich wollte das trotzdem noch sehen und diese ganzen kleinen Details, wie das trocknet, dieser oxidierte Effekt, der wäre mir sonst verloren gegangen, wenn ich hier Wasser gesprüht hätte. Jetzt habe ich das versucht, hier einigermaßen regelmäßig erstmal zu machen, also so ein bisschen diagonal, ne? Also das Gelb ist jetzt links oben und rechts unten. Und dann habe ich noch versucht, ein bisschen mehr Kontrast da reinzubringen, beziehungsweise ein bisschen mehr auch diese Farbe dem Teebeutel anzugleichen, indem ich jetzt hier diese eher ockerfarbene Farbe benutzt habe. Da habe ich aber versucht, möglichst nicht auf dieses Gelb von vorher zu kommen. Ja, das kann man natürlich machen, wie man möchte, wie einem das am besten gefällt, aber für mich hat das jetzt irgendwie eine Intensität erhalten, die ja eben von der Stärke her, von der Farbstärke her zu diesem Blau ganz gut passt und die jetzt eben einen für mich total interessanten Kontrast bildet. Dieses Gelb ist vermutlich nicht komplett komplementär zu dem Blau und ich glaube, das ist das, was es jetzt für mich so ausgemacht hat. Ja, ich habe dann, um dem Ganzen noch so ein bisschen mehr so einen Rahmen zu geben, oben und unten noch so ein bisschen Braun hinzugefügt. Und jetzt war mir das aber noch nicht doll genug und deswegen habe ich diese Distress Oxide genommen. Das ist der Farbton Forest Moss. Ihr wisst, das ist mein absoluter Lieblingsfarbton. Und in Kombination mit diesem Gelb wird das ein so krasser Farbton. Also das hat mit diesem Grün von diesem Forest Moss, wie es ursprünglich war, also angedacht ist, wenn man es auf ganz normal, ne, also weißem Papier oder so macht, hat das eigentlich nicht mehr viel zu tun, aber das schaut so interessant aus auf diesem Gelb, dass es jetzt einen richtig schönen Rahmen eigentlich hat. Um dem Hintergrund noch ein bisschen mehr, ja, Details zu verleihen, habe ich mir hier so einen Schriftstempel genommen und den mit permanenter schwarzer Tinte hier aufgestempelt. Ich nehme dafür immer ganz gerne diese StazOn Jet Black Tinte. Wenn ich da später nochmal mit Wasser drüber gehen würde, würde das nicht mehr verschwimmen und das ist natürlich ganz gut, weil dann kann man da hinterher drauf machen, was man möchte. Hier ein kleiner Special Effekt, weil jetzt kommen nämlich meine Die Cuts hier zum Einsatz. Diese Die Cuts sind von Tim Holtz und ich hatte mir da mal einige ausgestanzt und habe mir gedacht, jetzt muss ich die auch mal benutzen. Zuvor habe ich allerdings diese Eule nochmal etwas verstärkt. Ich habe die auf 300 Gramm Papier geklebt und dann nochmal ausgeschnitten, weil ich nämlich jetzt diese Die-Cut-Blumen auch im Hintergrund der Eule aufbringen will. Und ich habe schon vorher gemerkt, der Teebeutel und diese ganze Struktur darunter ist so wellig, dass ich es nicht schaffen werde, die normal ausgedruckte Eule da aufzukleben, ohne dass die Wellen bekommt. Also wenn ihr sowas machen wollt, das ist jetzt ja auch verhältnismäßig dreidimensional, sehr viele Schichten, dann ist es eine ganz gute Idee, wenn ihr diese Eule oder was auch immer für ein Tier ihr habt, auf dickerem Papier ausdruckt, sodass die wirklich fast ist wie so ein kleines Brettchen. Dann kann die sich nicht verbiegen, wenn ihr die später aufkleben wollt. Jetzt habe ich mir das Ganze erstmal so grob ansortiert, wie ich das ungefähr haben will, denn ich bin nicht imstande, mir das vorzustellen, wenn ich das gleich aufklebe. Und dann habe ich mit Mattmedium diese kleinen Pflanzen hier aufgeklebt. Wenn ihr das nachmachen wollt, dann gebe ich euch hier mal einen kleinen Tipp, was ich hier nicht gemacht habe. Versiegelt euch vorher diesen Tag. Also nehmt euch irgendein Versiegelungsspray, was für den Untergrund geeignet ist und versiegelt diesen Tag. Denn wenn ihr das jetzt mit Mattmedium aufklebt und ihr versucht, das Mattmedium, was da so rausquetscht unter den einzelnen Pflanzenteilen, mit dem Pinsel zu verstreichen, dann kann es passieren, dass sich die Wasserfarbe wieder ablöst
und ihr dann später so gelbe Flecken auf den weißen Blumen habt. Und wenn man das natürlich so ein bisschen edel machen will, ich wollte jetzt diesen Kontrast zwischen diesem abgeranzten Hintergrund, diesem Müllhintergrund und diesen edlen weißen Pflanzen, dann ist das natürlich nicht so geil, wenn da so welche Farbe auf diese weißen Die-Cuts kommt. Mir ist das hier zum Glück nicht passiert, aber das war ein ziemliches Gefutzel und ich habe gemerkt, uiuiui, das löst sich da ganz leicht so ab. Muss man ziemlich aufpassen, dass man da eben mit dem Pinsel nicht irgendwelchen Dreck auf diese weißen Die-Cuts bringt. Um das Ganze dreidimensionaler aussehen zu lassen, habe ich jetzt auch noch eine kleine Pflanze vor die Eule getan, sodass es so aussieht, als wenn die in diesen weißen Blumen drin sitzen würde. Und da wollte ich mir gerne da unten so ein kleines Label hinmachen. Dafür habe ich mir jetzt hier auch einfach ein Stück Papier genommen. Das ist auch so ein 300 Gramm Fotopapier. Bin da mit Distress Ink draufgegangen. Da die wasserlöslich ist, konnte ich mir hier diesen schönen Hintergrund erschaffen. Und dann habe ich hier das Wort Hope drauf gestempelt, also Hoffnung. Ich habe das gleich zweimal gestempelt, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich das lieber dunkler oder heller haben wollte. Deswegen, ja, seht ihr hier, probiere ich hier gerade aus, welches mir am besten gefällt und habe mich dann für das etwas hellere entschieden. Und dann habe ich dieses kleine Metalllabel hier genommen. Das benutzt man normalerweise, um so Schubladen zu beschriften. Aber das hat mir hier ganz passend ausgesehen. Also habe ich das mal hier genommen. Und jetzt habe ich da Ewigkeiten umeinander gefuchtelt, bis ich die richtige Größe und Position für dieses hatte. Und vor allen Dingen den richtigen Grad an Abgeranztheit von diesem kleinen Label. Ich bin da mit der anderen Distress Oxide nochmal drüber gegangen, also diesem Forest Moss. Dann geht dieses Grün ein bisschen so in diesen metallenen Rahmen von dem Label über. Und jetzt war mir das aber sehr massiv. Und noch ein anderes Problem war hier, nämlich seht ihr, dass im Hintergrund so rötliche Blumen sind. Die passen in dem Printable natürlich wunderbarst auf diese Seite, ne? Also das habe ich mir ja schon was bei gedacht, warum ich das so gemacht habe, auf der Seite von dem digitalen Papier eben. Aber hier wollte ich dieses Rot nicht haben und jetzt versuche ich, das irgendwie noch abzudecken und gleichzeitig dieses Label etwas interessanter zu gestalten. Und jetzt kommt der absolute Obergau. Jetzt habe ich mir diese übrig gebliebene Blume hier genommen und die mit der grünen Distress Oxide eingestrichen, also dieser Forest Moss, das ist ja ein Grün. Habe da ein bisschen so rumgesprenkelt, habe versucht, okay, rechts ein bisschen heller, links ein bisschen dunkler. Beim Föhnen habe ich dann auch noch mal so ein bisschen Wasser drauf getan, dass dieser Distress Oxide Effekt eben herauskommt. Drehe das Ganze um und sehe auf einmal, dass das Ding auf der Rückseite gelb ist. Jetzt schaut euch bitte das an. Das ist genau das Gelb, was jetzt zum Hintergrund passt. Das hier ist etwas, ja, gedeckter, schaut auch geil aus. Also das hier ist die richtige Seite von dem Die-Cut und das ist die falsche Seite. Es gibt ja immer diese runde Seite von dem Die-Cut und die Rückseite ist ja so flach, das schaut dann ja ein bisschen komisch aus. Und dann habe ich gedacht, na, du musst die Rückseite nehmen, weil das genau dieses Gelb ist. Und jetzt wollte ich eben versuchen, dass, ja, also das ist die Vorderseite und auf der Rückseite habe ich jetzt versucht, das Grün nochmal aufzunehmen, dass eben beide Farben davor kommen. Und jetzt ist das, finde ich, ziemlich geil. Jetzt war mir das aber auf der einen Seite noch ein bisschen zu wenig grün. Und als ich das hier gemacht habe, habe ich wirklich gedacht, ich versau es mir jetzt komplett, weil ich jetzt nicht wusste, wie reagiert diese nächste Schicht. Also mir ist das noch nie passiert, dass diese grüne Oxide Ink gelb geworden ist. Dieses Papier, wo ich das Die-Cut draus geschnitten habe, das ist ein Fotopapier. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das daran liegt. Also das hat ja auf der einen Seite diese Fotopapierbeschichtung und auf der anderen Seite ist das normal. Ich weiß aber nicht, auf welcher Seite jetzt das Gelb und auf welcher Seite das Grün ist. Das konnte ich im Nachhinein nicht mehr erkennen. Also vielleicht liegt es daran, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein ziemlich genialer Zufall. Denn jetzt habe ich versucht, das hier so aufzukleben. Erstens, weil ich das interessanter finde. Zweitens, weil das jetzt dieses dicke Label ein bisschen unterbricht. Das Wort Hope kann man trotzdem noch lesen und es schaut jetzt aber nicht mehr ganz so massiv aus und trotzdem ist da dieses Label. Und es schaut ein bisschen so aus, als wäre diese Blume da so durchgewachsen zwischen dem P und dem E. Also das war so der Plan. Um jetzt dieses da unten, dieses Rote noch ein bisschen abzudecken, habe ich da diese restlichen Blütenblätter, nicht Blütenblätter, diese Stängelblätter genommen und habe die da einfach draufgeklebt. Dann habe ich hier so einen Protektorring genommen und habe den da oben über mein gestanztes Loch gegeben und eine Niete dort hindurch getackert. Das hat mir ein bisschen schöner und auffälliger ausgesehen, als wenn ich einfach nur die Niete genommen hätte. Bei dem Label rechts war ja auch so ein kleines Loch und das hat jetzt zufälligerweise genau mit dem
mit der Stanzvorrichtung von der Crocodile gepasst, also das kleinere Loch hat genau gepasst. Deswegen habe ich da durchgestanzt, um jetzt im Anschluss diesen kleinen Knopf da unten befestigen zu können. Denn irgendwie hat das komisch ausgesehen. Auf der linken Seite war jetzt diese Spitze und auf der rechten Seite dieses einzelne Loch. Und das wollte mir irgendwie nicht gefallen. Deswegen habe ich diesen kleinen Knopf ja, in hoffentlich einigermaßen passender Farbe hier ausgewählt und habe dann den mit Mattmedium festgeklebt, dass er eben an Ort und Stelle bleibt, dass ich da nicht so stark ziehen muss, und habe den Rest von dem Faden dann einfach abgeschnitten und da so drum getüdelt, sodass da auch nochmal so ein kleiner, ja, Hingucker oder wie sagt man da, entsteht. Auf der linken Seite war mir der Bauch von der Eule sehr massiv, deswegen habe ich jetzt überlegt, okay, ich möchte eigentlich gerne da noch irgendwas machen. Ich wollte da zuerst, wie ihr hier seht, so einfach nur so durchnähen, so ein kleines Kreuz nähen, aber die Löcher waren viel zu groß und deswegen habe ich diesen Knopf genommen und habe jetzt mich insgesamt für 3 Knöpfe entschieden, nämlich einmal diesen schwarzen und den kleinen unten, den ich jetzt neben dem ersten noch aufklebe, damit eine ungerade Anzahl von Knöpfen hier ist. Und dann ist mir dieses Teil in die Hände gekommen, habe ich mir gedacht, okay, die Eule steckt mir eigentlich noch nicht genug in diesen Blumen drin. Und deshalb habe ich jetzt hinter dem Knopf einfach noch dieses Stückchen hier von der Pflanze aufgeklebt und so schaut das Ganze nun aus. Ja, eigentlich würde ich mal sagen, gar nicht so kompliziert. Es hat mich zwar einige Stunden gekostet, bis ich das hier fertig hatte, weil ich sehr lange überlegt habe, weil ich sowas Komplexes eigentlich noch nie gemacht habe, erst recht nicht auf so einem Tag. Aber ja, vielleicht hat euch das ein bisschen gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr versuchen würdet, das nachzumachen. Ich freue mich sehr auf eure Ergebnisse. Wenn ihr das teilen wollt, dann könnt ihr das tun mit dem Hashtag JunkJournalArt mit Luise Heinzel. Der ist auch unten im Bild eingeblendet. Den habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt, sodass ihr den einfach kopieren und auf Instagram oder Facebook einfügen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich was sehen würde von euch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss!